Zermatt, in internationalen Rankings regelmäßig als bestes Skigebiet Europas gefeiert, manchmal sogar als das Beste der Welt. Und ganz ehrlich, bei 360 Pistenkilometern, extremer Schneesicherheit und dem Matterhorn direkt vor der Nase wundert das kaum. Aber nicht nur das Skigebiet ist besonders, auch das Örtchen Zermatt selbst hat es in sich. Autofrei, exklusiv, einfach wie in einem schönen Weihnachtsfilm. Ich bin also wieder in der Schweiz, ich fahre Ski und ja, das heißt auch, es wird teuer. Wie teuer genau und ob sich ein Skiurlaub in Zermatt lohnen kann, das finden wir heute heraus. Und damit, Leute, einen wunderschönen späten guten Abend aus irgendeinem Parkhaus in Zermatt. Also wir sind noch nicht in Zermatt, wir sind gerade angekommen in Tesch. Das ist jetzt ein Ort vor Zermatt und jetzt müssen wir wohl mit dem Zug hochfahren nach Zermatt. Wir haben eine echt sehr turbulente Fahrt hinter uns. Ich habe es mir auch nicht so kompliziert vorgestellt. Wir sind ja aus St. Moritz heute gestartet. Es hat jetzt fast 7 Stunden gedauert. War ein reinstes Gegurke. Naja, egal. Jetzt schnell zum Zug hier und dann gucken wir mal, dass wir heute noch im Hotel ankommen, ne? Okay, also neue Tickets ausstellen. Zermatt nur Hinfahrt oder hin... Ja, komm, machen wir einfach nur Hinfahrt, oder? 17 Franken 20 für 2 Tickets. Ich muss sagen, das ist natürlich auch schon echt umständlich, extra hier mit dem Zug zu fahren. Also muss man ja auch erstmal auf sich nehmen. Aber das bedeutet ja, dass das Skigebiet bestimmt richtig geil ist. Sieht ein bisschen aus wie Regionalzüge in Deutschland. Nur halt, obwohl, naja, geht. Toller Zug, ne? Denen geht's gut hier, das sieht man doch schon an den Zügen. So, also wir fahren jetzt 12 Minuten und sehen uns dann gleich im Ort wieder. Oh. Komplett durch die Alpen. Wir waren auch auf einem Zug. Ja, Ja, das war ein ziemliches Gegurke. Sind Sie das erste Mal in Zermatt? Ja, ich schon. Du auch, ne? Ja. Ja. Also hier rechts, so hoch, das ist einer der Supermärkte. Ja, sieht doch echt schön aus hier. Und zack, das ging doch jetzt echt schnell. Super Service hier vom Hotel. Die haben uns einfach am Bahnhof abgeholt, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Sorry, dass das Bild gerade so flackert. Kann ich nicht ändern. Das liegt hier an dieser ganzen LED-Beleuchtung. Aber schau dir mal das Zimmer an, ey. Wunderschön. Ist auch alles ziemlich neu. Die gibt's hier, oder das Hotel wurde irgendwie vor einem Jahr neu renoviert, haben sie gesagt. Ich habe das online gesehen auf Bildern und dachte mir, boah, sieht das schön aus, das musst du buchen. Ich zeige euch morgen noch ein bisschen. Ich bin echt unglaublich gespannt, wie das hier morgen aussieht in Hellen. Schaut euch das mal an. Also, da ist ja einfach ein riesiger Berg vor uns und hier fahren überall diese E-Autos rum, weil Autos sind hier nicht erlaubt. Ich glaube, in die Richtung ist das Matterhorn. Also dadurch, dass hier keine Autos fahren, der Ort ist hier auch ziemlich hoch. Das hat richtig was, also es sieht hier echt aus wie in so einem Winterfilm. Wunderschön. Ich bin komplett fertig, also die Autofahrt war echt krass anstrengend, das war wirklich ein Gegurke. Und deswegen geht es jetzt erstmal schlafen. Und ich freue mich dann auf einen geilen Skitag morgen, weil St. Moritz hat wohl so das beste Skigebiet der ganzen Schweiz. Und deswegen sind wir auch hier. Gute Nacht, bis morgen früh. So Leute, und damit einen wunderschönen guten Morgen aus Zermatt. Ich habe endlich mal wunderbar geschlafen. Die letzten beiden Nächte waren immer so ein bisschen, naja. Jetzt sieht man das Ganze hier mal im Hellen. Sieht schon echt sehr schön aus. Da hinten ist das Matterhorn, leicht im Nebel. Wir fahren hier gleich hoch. Ich bin sehr, sehr gespannt aufs Skigebiet. Das Geile ist hier von unserem Hotel, wir müssen einfach nur hier einmal über die Straße laufen, dann hier runter gehen und sind direkt passend beim Lift. Das ist Luxus, würde ich mal sagen, im Skiurlaub. Und jetzt zeige ich euch noch schnell einmal hier das Badezimmer, weil das ist wirklich schön, also schön gemacht. Also auch das Hotel in St. Moritz war ja klasse, das hier gefällt mir fast noch besser. Wir haben hier ein Behindertenzimmer, also es ist wirklich das Behindertenzimmer vom Hotel, aber ist gar nicht schlimm. Ich glaube, deswegen ist es noch geräumiger vielleicht. Schöne große Dusche und Spiegelchen. Ja, also Platz haben wir mehr als genug. Hier ist dann die Toilette, auch riesig. Und eine Sache, die mir besonders gefällt, hat gestern auch schon schön geleuchtet, ist dieses Bild. Hier die Karte von Zermatt und hier unten dann auch, hier sind wir, ne? Irgendwo, ja. Sieht schon schön aus. Waren gerade schon schön hier unten beim Frühstück, auch wirklich toll. Also das Hotel hier kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Traumhaft hier, Leute, beim Frühstück. Wunderschön. Schaut mal raus hier. Ab ins Ski-Outfit und dann machen wir hier mal ordentlich Kilometer. Hier gibt es die längste Abfahrt der Welt oder zumindest in Europa, 15 Kilometer am Stück. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Das ist auch mal ein Skikeller hier im Hotel. Wirklich sehr, sehr schön alles gemacht. So sind die Leute hier früher hochgefahren, wobei man auch noch immer mit Zügen zum Gipfel fahren kann. Oder ich weiß nicht, ob bis zum Gipfel, aber zumindest ziemlich hoch. Oder in Bahnen, je nachdem, ob man das dann auch Züge nennen darf. So.
Jetzt zeige ich euch das Hotel noch einmal von außen. Das da ist, glaube ich, unser Zimmer. So sieht's aus. Ja, echt nett. Und hier gehen wir jetzt runter zum Lift. Es ist wirklich so cool, dass hier keine Autos fahren dürfen. So, jetzt müssen wir erstmal ein Skiticket kaufen. Das wird wahrscheinlich jetzt wieder ein halbes Vermögen kosten. 113 Franken. Scheiße, Alter, das ist ja echt teuer. Internationale. 97 Franken. Also da war St. Moritz ja ein Schnäppchen. I need 2 tickets for today. Deutsch? Ja. Ach so. Würden Sie das empfehlen, das internationale Ticket für einen Tag heute? Nein, Moment, die sind noch nicht offen und die sind noch nicht besorgt. Ach, das ist noch gar nicht auf? Nein. Ah, okay. Aber diese lange Abfahrt ist auch mit dem Zermatt-Ticket drin, ne? Dann mit Karte, bitte. Alter Falter. Also ich habe jetzt hier pro Pass das gleiche bezahlt, für heute erstmal nur, was wir in St. Moritz für 2 Tage bezahlt haben. Der meinte, das internationale Skigebiet ist noch gar nicht auf. Die machen das vielleicht heute nicht auf. Das ist vielleicht wirklich das teuerste Skiticket der Welt. Für einen Tag. 97. 97? Ja. Damit, Ne, ohne Pfand. ohne Pfand. Also wenn ihr noch ein teureres kennt, dann könnt ihr das ja gerne mal kommentieren. Sieht aus wie eine U-Bahn hier. Sieht aus wie eine U-Bahn. Keine Ahnung, wo wir jetzt rauskommen. Los ging's in der unterirdischen Standseilbahn. Die fährt halt direkt in der Talstation von Zermatt los. Die Bahn haben wir hinter uns, das ging auch echt schnell. Wir versuchen jetzt direkt mal so hoch wie möglich zu fahren. Man merkt auf jeden Fall, dass es hier verdammt hoch geht. Schaut mal. Der Horn ist gerade hinter uns. Wo? Da ist das Matterhorn. Im Nebel. Auch hier tolles Panorama. Kann man irgendwie zumindest nicht mit den ganzen Skigebieten vergleichen, wo ich in Österreich schon gefahren bin. Das ist eigentlich was ganz anderes. Wir sind jetzt hier zumindest schon mal auf dem Rothorn. 3103 Meter über dem Meeresspiegel. Schon verdammt hoch. Jetzt geht es hier irgendwo runter und dann fahren wir ja gleich noch höher. Sieht schon echt cool aus. Bei mir ist es ja irgendwie jeden Monat aufs Neue so, dass ich mich auf eine Reise bzw. ein neues Reiseziel einstelle. Und das bedeutet immer viel Planung und Struktur. Auch wenn man jetzt hier in ein neues Skigebiet kommt, wo man vielleicht noch nie war, ist es ja nie verkehrt, sich vorher damit richtig zu beschäftigen, um einen schönen Tag zu haben. Selbiges gilt auch eventuell für dein Unternehmen, um da richtig Struktur und Planung reinzubekommen. Und da hilft dir sicherlich Odoo. Odoo habe ich euch auch letztes Jahr schon einmal vorgestellt. Das mache ich jetzt nochmal. Was das Ganze so besonders macht und warum es wirklich hilfreich sein kann, das erfahrt ihr jetzt. Odoo ist eine All-in-One-Management-Software. Das heißt Rechnungen, Buchhaltung, Website, Projekte, alles schön und übersichtlich auf einer Plattform. Ich nutze Odoo jetzt schon ein ganzes Weilchen und vor allem die Rechnungsstellungs-App ist für mich ein echter Gamechanger geworden. Übersichtlich und verdammt schnell. Ich bin ja viel unterwegs, Reisen, Drehs, Projekte und da habe ich, um ehrlich zu sein, keinen Bock, mich noch mit komplizierten Rechnungen auseinanderzusetzen. Die Rechnungen sind wirklich in ein paar Sekunden erstellt, Kunde auswählen, Leistung oder Produkt sowie Menge hinzufügen, Zahlungsbedingungen festlegen und zack, fertig. Die Rechnung geht dann direkt per E-Mail an den Kunden raus und man hat alle Mails, Notizen und den kompletten Verlauf übersichtlich an einem Ort im Chatter. Auch super praktisch, ich habe alle Zahlungen eigentlich immer im Blick. Die Kunden können online bezahlen via PayPal oder Kreditkarte und ich sehe sofort, was schon bezahlt wurde, was vielleicht noch offen ist, inklusive Fälligkeiten. Viele von euch kennen das Thema wahrscheinlich schon, denn seit 2015 sind E-Rechnungen in Deutschland im B2B-Bereich Pflicht. PayPal ist ein sicheres Netzwerk zum Austausch von Rechnungen in ganz Europa und ist bei Odoo direkt integriert. Komplett kostenlos, mit ein paar Klicks eingerichtet, also einmal einstellen und dann läuft's. Besonders cool, insgesamt gibt es ja 45 verschiedene Odoo-Anwendungen. Die erste, die ihr euch raussucht, ist für euch lebenslang kostenlos, inklusive Support und Hosting. Wenn dein Unternehmen wächst, kannst du jederzeit weitere Odoo-Anwendungen dazu buchen und ab 19,90 € hast du Zugang zur gesamten Odoo-Suite. Also, wenn ihr selbstständig seid, euer eigenes Business habt, dann schaut euch Odoo unbedingt mal an. Ist natürlich wie immer verlinkt, erster Link in der Videobeschreibung und wir gehen jetzt zurück auf die Piste. Wir sind ja bis jetzt nur Gondel gefahren und Lift, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen Ski fahren. Let's go! Kurz einmal die Informationen checken. Wir sind jetzt gerade hier, überlegen hier hochzufahren. Dann sind wir schon mal auf 3100. Aber das Ziel des Tages ist auf jeden Fall hier der Matterhorn Glacier Paradise. Das ist aber eine ganz schöne Strecke. Und da kannst du ja auch noch fahren. Einfach mal leiten lassen, laufen lassen, wie auch immer. Majestätisch aus hier, ne? Wow, schaut euch das mal an hier. Super. Ey, was soll man dazu sagen? Einfach schön. So, ich probiere mal wieder mein Glück mit der GoPro. Schauen wir mal. Akku hält wahrscheinlich wieder nur 2 Minuten. Oh, ist das geil.
Wir haben jetzt einmal die Abfahrt bis nach ganz unten gemacht, Richtung Zermatt wieder vom Rothorn aus. Das hat echt richtig Spaß gemacht. War eine geile Abfahrt. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier landen wir vielleicht später. Das sieht nach guten Abriss-Ski aus. Das hat man uns schon ein Bierchen verdient, oder? Ja. Wie schon im Intro erwähnt, bietet der Ort Zermatt 360 Pistenkilometer mit direkter Verbindung nach Cervinia in Italien. Es geht hoch auf unfassbare 3820 Meter auf dem kleinen Matterhorn. Damit ist Zermatt auch eins der höchsten Skigebiete der Welt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das wirklich spektakulär hoch. Von dort aus startet auch diese unfassbar lange Abfahrt. Da muss ich mich direkt mal korrigieren. Ich habe immer 15 Kilometer gesagt. Nach manchen Quellen sind es sogar über 2200 Höhenmeter und 25 Kilometer Abfahrt am Stück. Die Abfahrt vom Rothorn haben wir gerade gemacht und jetzt geht es erstmal rauf auf den Gornergrat. So Leute, wir sind jetzt einmal quer durchs Dorf hier gesprintet, um zur Gornergratbahn zu gelangen. Das ist jetzt ein Zug, da sitzen wir jetzt schon drin. Der bringt uns auf den Gipfel vom Gornergrat mit Blick aufs Matterhorn. Also das muss sich, glaube ich, richtig lohnen. So sieht das jetzt hier aus und so sieht es draußen aus. Schauen wir mal. Also das ist hier auf jeden Fall alles in Zermatt eine Welt für sich. Muss man mal gesehen haben, würde ich sagen. Schon geil, Leute, ne? Einfach im Skigebiet. Ist ein bisschen wie Glacier-Express fahren. So Leute, wir sind oben angekommen mit dem Zug jetzt hier. Nächstes tolles Panorama und jetzt geht's hier runter. Ich genieße jetzt erstmal die Abfahrt und wir sehen uns später dann auf dem Matterhorn wieder. Station intermédiaire. Veuillez rester assis. Adelaide, intermediate station. Wir sind jetzt auf dem Weg nach ganz oben zum Matterhorn, zumindest den höchsten Punkt, den man erreichen kann. Ich habe ein bisschen Probleme mit so ganz großer Höhe irgendwie und es ist auf jeden Fall auch der höchste Punkt, auf dem ich dann jemals war. Ich war schon mal Top of Switz, das war der höchste Bahnhof der Welt oder so irgendwie, oder zumindest der höchste Bahnhof Europas. Der liegt bei 3,5 ungefähr und wir fahren jetzt auf 3,8, ne? Fast sogar 3,9. Fast 3,9, ja. Und dann geht's mit Ski wieder runter. Kurzes Update, Leute. Wir konnten leider noch nicht bis ganz nach oben fahren, weil der Lift gesperrt ist. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, wir legen hier erstmal eine Mittagspause ein auf 3000 Metern. Ich muss sagen, auf 1500 Metern ist es sich auf jeden Fall besser. Für mich gibt es eine Portion Chicken Nuggets. In Deutschland in so einer Kneipe kriegst du die meistens für 12 Euro. 36,89. Okay, aber mit der Cola. Wahnsinn. Und es ist sogar Selbstbedienung. So, schaut mal hier. Da könnt ihr die Bahn sehen, die nach ganz oben fährt. Leider nur für Fußgänger erlaubt und das Wetter da oben ist auch nicht gut. Schade, weil die 15 Kilometer Abfahrt können wir uns dann auch sparen. Wir haben jetzt hier aber den Sessellift genommen, der fährt uns jetzt auf die höchste Stelle. Aber je höher man kommt, desto schlechter wird das Wetter. Unten war es ja echt gut. Wir sind jetzt hier angekommen auf 3365 Metern. Das ist auch heute der höchste Punkt, den wir hier erreichen können. Ihr seht es ja, man sieht halt wirklich nicht viel. Und ja, dementsprechend ist auch die 15 Kilometer Abfahrt nicht möglich. Aber ich würde mal sagen, wenn man von hier aus jetzt nonstop runterfährt, landet man bestimmt auch bei 13. Das ist auf jeden Fall der mit Abstand höchste Punkt, wo ich je als Skifahrer war. Aber nicht der höchste Punkt, wo ich jemals war. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir hier runtereiern. Du kannst ja mal kurz versuchen, ein bisschen mitzufilmen. Auf eine geile Abfahrt. Wenn du hinfällst, ist nicht schlimm, die wird das schon überleben. Aber du fällst ja nicht hin. Oh, schaut euch das mal an hier, ey. Ist das, also der Schnee hier, das ist ja wirklich schön, super weich. Du kannst schön locker, richtig ein paar Schwünge drehen. Oh, schön, zack, 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 zack. Schwierig, ne? Ich glaube, das filmen wir besser dann doch mit der GoPro. Aber danke für den Einsatz. Also wenn man hier 3 Schwünge macht, ist man schon außer Puste wegen der Höhe. Es ist wirklich so gewaltig, was sie hier hingebaut haben, ne? Diese ganzen Bahnen so hoch. Also das ist echt einzigartig, würde ich fast sagen. Es gibt bestimmt noch Gebiete, die ähnlich hoch sind, aber in sowas wie Zermatt bin ich auf jeden Fall noch nie gefahren. Also hier liegt auf jeden Fall jede Menge neuer Schnee. Das ist eigentlich immer schön. Ah, zack. Wow. Ja, herrlich. Das ist Skifahren. So muss es immer sein. Ah,
Das war knapp. Nochmal gefangen. Boah, ist das anstrengend. Ich fall um. Oh, Digga, diese Höhe. Schau mal, wie tief das hier reingeht. Alles frischer Schnee. Hier sieht man das so leicht, wie die Bahn da im Nebel verschwindet. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt. Aber da geht es echt nochmal 500 Meter höher. Das ist ja Wahnsinn. Zack, 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 zack. Links, rechts, links, rechts. Hier kann man jetzt mal ein bisschen Tempo nehmen, glaube ich. Okay, also wir sind jetzt gleich wieder in Zermatt. Da vorne kann man es schon sehen. Von fast 3400 Metern gestartet. Jetzt gleich, wenn wir in Zermatt ankommen, sind es so 1,6, also 1800 Höhenmeter gemacht. Und ich würde auch mal vermuten, das waren jetzt, also es war auf jeden Fall die längste Nonstop-Abfahrt meines Lebens, die ich hier gemacht habe, definitiv. Ohne zwischendurch halt mal zu lüften. Ob das jetzt mehr als 10 Kilometer waren? Eigentlich ja schon, oder? Wenn wir unten ankommen. Denke auch. Sagen wir mal 11,5 am Stück. Kommt es hier schön entspannt im Tal an. Hast auch noch richtig guten Schnee bis ins Tal runter. Das ist ja das, was eigentlich einen richtig tollen Skiurlaub ausmacht. Dass man einfach wirklich bis ins Tal fahren kann mit tollem Schnee, kurz zum Hotel laufen gegenüber. Weil die letzten Jahre, wenn ich mal Ski gefahren bin, da war das immer eher eigentlich eine Katastrophe unten. Traumhaft. Skitag für heute geschafft. Mal gucken, was wir jetzt hier noch so machen. Das sieht doch ganz entspannt aus. So, eine Station weiter, also hier ist ja wirklich Full House, so rum. Gehen wir mal in den Hennu-Stall. Also das ist wirklich eine ganz verrückte Hütte. Also es war auf jeden Fall cool, aber einfach viel zu voll. Und alles voll mit Franzosen. Naja. Oui, où est mon ski? Normalerweise machen diese Hütten ja dann immer so 17 Uhr zu, damit es nicht dunkel wird. Aber hier haben sie jetzt noch auf und wir haben schon 18 Uhr und jetzt muss ich im Dunkeln hier runter. Also das war gerade auf jeden Fall die teuerste Taxifahrt meines Lebens mit großem Abstand. 1,2 Kilometer, 30 Franken, also ungefähr 33 Euro. Hier fahren zwar auch keine Autos, aber trotzdem. Also der Pool vom Hotel ist wirklich auch wunderschön. Schaut euch das mal an. So Leute, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind mittlerweile vom Après-Ski wieder zurückgekehrt und sind jetzt hier nochmal in Zermatt unterwegs. Ich wollte euch das nämlich auch unbedingt noch zeigen. Hier seht ihr den Bahnhof, wo wir gestern angekommen sind. Und jetzt schaut euch mal hier die Innenstadt an. Also das ist echt cool, dass hier nirgendwo Autos fahren. Das gibt dem Ganzen so ein, auch wenn ich das Wort nicht so mag und auch wenig englische Wörter benutze, Vibe. Ich wollte mir hier jetzt noch kurz eine neue Uhr holen und dann da gibt es einfach einen McDonald's. Sieht sehr edel aus, der McDonald's. Wir werden jetzt auf jeden Fall uns was zu essen suchen und mal gucken, was wir heute Abend noch in Zermatt machen. Und dann sehen wir uns gleich im Restaurant. Schweizer Hof. Zermatt hat übrigens auch nur 5000 Einwohner, also ich muss ganz ehrlich sagen, wohnen möchte ich hier auch nicht. Und deren Hauptverkehrsmittel ist das E-Bike. Ja, die ganzen Zermatter haben alle E-Bikes. Schaut euch das mal an, verrückt. Sollen wir was für ein McDonald's einfach essen? Komm. Nee, oder? Bezahlbar. Ja, bezahlbar hast du recht. Wobei ich hier wahrscheinlich auch 20 Franken für einen Big Mac bezahle. Und guck mal, da drin sind ja mehr Menschen als Stühle. Also in St. Moritz lag die Moncler Skijackenquote bei ungefähr 40%. In Zermatt heute irgendwie nicht. Also ich habe hier total wenig Leute mit einer Moncler-Jacke gesehen. Aber immerhin haben sie hier einen Laden. Für die St. Moritz-Touristen 2200 Franken für eine Jacke ist ja wohl drin. No problem. That's no problem. Alex, ne? Ja, na, alles fit? Sehr cool. Alles fit? Alles Beste bei dir? Ja, läuft, ne? Ja. So, schaut mal Leute, wir sind jetzt hier noch in so einer Zermatter Stube gelandet, schön schweizerisch. Hier wird jetzt ein Käsefondue gegessen.
So, hier haben wir gegessen im Restaurant Wimperstube. Nie wieder Käsefondue, also das ist wirklich nichts für mich. Ich weiß nicht, da bin ich noch nie so mit warm geworden. Das war jetzt mein zweites Mal. Das hier wollte ich euch noch kurz zeigen. Das Grand Hotel Zermatterhof ist, glaube ich, hier das schönste Hotel. Sieht auch ganz nett aus, ne? Ich glaube tatsächlich, wir machen jetzt nicht mehr allzu viel, sondern gehen einfach schlafen. Ja, kann man auch mal machen. Man wird ja auch nicht jünger. Mal gucken, ob wir morgen nochmal Skifahren gehen. Das Wetter soll halt nicht so gut werden. Aber bis jetzt Zermatt, also Skigebiet, 10 von 10. 11 von 10. Zermatt ist auf jeden Fall viel schickimicki, aber auch irgendwelche Holzhütten vom 12. Jahrhundert. Also sehr interessante Wege hier. Ob hier jetzt jemand wohnt oder so, keine Ahnung. Es ist jetzt eigentlich mitten im Zentrum. Sollen wir mal klopfen? So Leute, und damit einen wunderschönen neuen guten Tag. Ich wollte ganz kurz mich von hier aus auch nochmal melden. Wir sind jetzt wieder runtergefahren nach Tesch. Hier stand ja mein Auto. Hat alles super geklappt. Es waren sehr schöne Tage in Zermatt. Auf jeden Fall das mit Abstand beste Skigebiet, wo ich je gefahren bin. Da habe ich mich auch so gefragt, wenn man immer nur da fährt, ist, glaube ich, jedes andere Skigebiet langweilig vielleicht. Ist natürlich auch arschteuer. Ich mache noch eine schnelle Zusammenfassung jetzt zu Hause, was das alles so gekostet hat und ob es vielleicht auch ein bisschen günstiger geht. Aber so ein Skipass für 97 Franken, ja, gut. Aber ich meine, das ging ja auch so hoch und es hat eigentlich gar kein Ende genommen. Da ist es vielleicht auch vertretbar, dass das dann halt einfach Geld kostet. Kommst nach 3 Tagen hier wieder an in Tesch und hast auch nichts mehr in der Tesch. So, ab nach Hause und wir machen hier noch ein schnelles Fazit. Tesch ist, glaube ich, auch ganz schön hier. Auf den ersten Blick wirkt das Klientel in Zermatt wieder recht normal. Nicht so wie in St. Moritz zum Beispiel, wo man schon gedacht hat, da hat jeder einen Privatjet zu Hause in der Garage stehen. Nicht so schickimicki und teilweise auch oberflächlich, wie es in St. Moritz der Fall war. Trotzdem, wer zur Hauptsaison nach Zermatt kommt, der hat meistens, denke ich mal, auch einen dicken Geldbeutel dabei. Ich habe pro Nacht 500 € gezahlt und das ist auch eher so der normale Bereich für ein vernünftiges Hotel. Das war jetzt ein 4-Sterne-Hotel, auch super, hat mir richtig gut gefallen, also kann ich euch definitiv empfehlen. Realistisch muss man aber auch für gute 3-Sterne- oder 2-Sterne-Unterkünfte schon mal so 350, 400 € bezahlen. Für die, ich sag mal, normale Hotellerie ist Zermatt damit definitiv auch teurer als St. Moritz. 3 Tage haben wir dort verbracht. Für Parken und Bahnticket haben wir 70 € bezahlt. Der Skipass pro Tag, ohne auch nach Italien fahren zu können, liegt bei 106 € und ist damit der teuerste in ganz Europa. Das ist natürlich schon wirklich teuer. Aber man bekommt halt auch richtig was geboten und das ganze Gebiet hat mich, obwohl ich schon ziemlich lange Ski fahre, einfach umgehauen. Wahnsinnig geile Pisten und ein total beeindruckendes Panorama, egal wo man hinschaut. Das Wetter hat bei uns an beiden Skitagen leider nicht so wirklich mitgespielt. Auch extrem schade, dass das kleine Matterhorn für Skifahrer gesperrt war. Das hat mich echt sehr geärgert, aber gut, so ist es manchmal. Wenn ihr also begeisterte Skifahrer seid, dann muss man eigentlich, gerade wenn man halt aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommt, Zermatt mal gesehen haben und da gefahren sein. Ich musste auf jeden Fall irgendwann nochmal fahren, wenn dann echt schönes Wetter ist. Ich denke mal, es gibt kein besseres Gebiet hier bei uns in der Nähe. Ein bisschen was zusammensparen und dann lohnt sich das definitiv, auch wenn es schon sehr, sehr teuer ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Es kommen noch 2 weitere Skivideos, hoffentlich. Haut rein, abonniert den Kanal, checkt Odoo aus und wir sehen uns. Ciao, ciao!